Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen indisch-pakistanischen Kochvideo. Heute zeige ich euch ein köstliches indisches Festtagsgericht, das sogenannte Chicken Korma. Und zwar gibt es dazu verschiedene Versionen und jeder kocht das ein wenig anders. Und heute zeige ich euch, wie ich dieses leckere Gericht koche. Um die Soße so schön sämig hinzubekommen, benutze ich unter anderem Mandeln, die in diesem Gericht mitgekocht werden und später püriert werden. Und für den köstlichen, einzigartigen Geschmack verwende ich unter anderem Kokosmilch. Man kann dieses herrliche Gericht sowohl mit Reis servieren, als auch mit indisch-pakistanischem Fladenbrot oder auch Naan. Wie man dieses normalerweise aufwendige Gericht in relativ kurzer Zeit und einfachen Schritten herstellen kann, das zeige ich euch jetzt. Wir werden das Gericht dazu in 2 Schritten herstellen. Im ersten Schritt werden wir die Joghurtmarinade zubereiten, denn darin wird das Hähnchen dann über Nacht mariniert, damit es schön zart sein wird. Und dazu geben wir etwa 250 Gramm Naturjoghurt in eine große Schüssel und fügen dann die Gewürze hinzu. An Gewürzen habe ich hier jeweils einen Teelöffel Himalaya-Salz, abgesehen von der Prise frisch gestoßenen Pfeffer, dann Garam Masala, selbst gemahlen, Kurkuma, Chili, alternativ Paprika, wer es nicht so scharf haben möchte, das ist hier gemahlener Kreuzkümmel und das ist gemahlener Koriander. Möglich sollte man die Gewürze immer selber mahlen. Das wäre nicht nur sehr viel gesünder, auch das Aroma wäre ein sehr viel besseres. Wie man das indische Garam Masala selber herstellt, das Video dazu habe ich ja schon gedreht, das verlinke ich euch hier oben nochmal. Und jetzt werden die Gewürze zusammen mit dem Naturjoghurt einfach gründlich vermischt, sodass wir dann am Ende das Hähnchen da hineingeben können. In diesem Fall habe ich einfach Hähnchenbrust verwendet, und welches ich jeweils in relativ große Stücke geschnitten habe, die dann hier reinkommen und gut vermischt werden mit dem Joghurt. Man kann aber auch Hähnchenschenkel oder andere Formen vom Hähnchenfleisch verwenden für dieses Korma. Wenn das Hähnchen dann gut mit der Joghurtmarinade vermischt wurde, dann geben wir einen Deckel darauf und geben das Ganze über Nacht in den Kühlschrank. Am nächsten Morgen geben wir das Ganze dann einfach in einen Topf mit geschmolzenem, geschmacksneutralem Kokosfett. Und jetzt wird das Ganze angebraten, dann zum Kochen gebracht und dann auf kleiner Flamme mit geschlossenem Deckel so lange köcheln gelassen, bis das Hähnchen eben gar sein wird. Damit ist der erste Schritt dieses Rezeptes auch schon beendet, indem wir eben nichts anderes machen müssen, als das Hähnchen eben mit dieser Joghurt-Gewürzmarinade über Nacht zu marinieren und am nächsten Tag dann gar kochen in dieser gleichen Marinade. Jetzt zeige ich euch kurz noch eine andere Version, wie man das Hähnchen auch marinieren könnte. Und zwar könnte man diese rote Thai-Currypaste hinzugeben, die sehr, sehr lecker schmeckt, aber ziemlich scharf ist. Die passt auch sehr gut zu diesem Gericht. Und abgesehen davon ansonsten natürlich auch wieder Naturjoghurt. Und dann habe ich noch pürierte Ingwer- und Knoblauchpaste hinzugegeben, als auch die üblichen Gewürze, die wir vorhin schon zu der Joghurtmarinade hinzugegeben haben. Und einfach wieder alles hier verrühren. Und zwar hatten wir hier jetzt aber ganz normale Hähnchenschenkel verwendet. Das kann man eben auch machen. Das ist manchmal sogar noch viel leckerer. Also es sieht zumindest leckerer aus. Und das wird dann auch wieder mit Klarsichtfolie abgedeckt und einfach über Nacht im Kühlschrank marinieren gelassen. Das also zu dem ersten Schritt. Jetzt fangen wir mit dem zweiten Schritt an. Und zwar werden wir jetzt in einem separaten Topf einige Zwiebeln hier, die wir klein gehackt haben, in geschmolzenem, geschmacksneutralem Kokosfett anbraten, bis sie glasig sein werden. Und dann kommt jeweils der Trester meines natürlichen Antibiotikums hinzu, als auch gepresster Ingwer und gepresster Knoblauch. Diese Rezeptangaben hier sind für mindestens 6 Personen, also ein relativ großes Gericht wird hier hergestellt. Deshalb hatte ich hier etwa 3 große Zwiebeln klein gehackt, dafür 2 Esslöffel von dem Trester des Antibiotikums benutzt, etwa 7 Knoblauchzehen gepresst und ein etwa 4 Quadratzentimeter großes Ingwerstück gerieben. Jetzt werden diese Zutaten so lange hier angebraten, bis sie eben richtig braun sein werden. Und sobald sie braun sind, wie wir das jetzt hier sehen, geben wir kurz etwas Wasser hinzu, damit nichts anbrennt, bevor wir dann die Gewürze hinzugeben werden. Und an Gewürzen nehmen wir nochmal wieder genau die gleichen Gewürze, die wir vorhin auch in die Joghurtmarinade gegeben hatten. Kurkuma, Koriander, Kreuzkümmel gemahlen, Garam Masala selbst gemahlen, Himalaya-Salz, eine Prise frisch gestoßener Pfeffer, Chili oder eben Paprika alternativ. Die Gewürze werden dann ganz kurz mit angebraten, damit sie ihr Aroma entfalten können, bevor wir dann das Ganze mit passierten Tomaten ablöschen werden. Wir geben etwa 125 Gramm passierte Tomaten hinzu. Ferner geben wir dann noch etwa 1 bis 2 Esslöffel Tomatenmark hinzu, bevor wir dann noch den Rest der Joghurtmarinade hinzugegeben, die wir nicht benutzt hatten jetzt, um das Hähnchen damit zu kochen. Also da war noch ein bisschen von dieser Marinade übrig. Die kann man hier dann zu der Soße hinzugeben. Man könnte sie aber theoretisch auch im ersten Schritt einfach alles
in den Topf zu dem Hähnchen dazugeben und das Hähnchen darin gar kochen. Dann kommt noch eine ganz wichtige Zutat hinzu, und zwar echter Safran. Wir nehmen etwa eine Fingerspitze davon. Das gibt dem Ganzen eben einen ganz exotischen, orientalischen, köstlichen Geschmack. Als nächstes geben wir dann hier diese geschälten Mandeln hinzu. Und zwar für diese Menge, also für dieses große Rezept, etwa 20 Stück, das reicht schon. Ich hatte hier etwas zu viel gegeben. 20 Mandeln würden für 6 bis 8 Personen vollkommen ausreichen. Und dann kommt eine ganze Dose Kokosmilch hinzu. Ich hatte hier aber jetzt nur 3/4 der Dose hinzugegeben, weil ich 1/4 noch übrig lassen wollte, um die am Ende dann unter die Soße zu mischen. Das sieht dann eben sehr schön aus, wenn man am Ende nochmal diese Kokosmilch so da drüber gibt. Aber man könnte auch einfach die ganze Dose in die Soße reingeben und dann wird das Ganze jetzt mit dem Pürierstab püriert. Man könnte die Mandeln theoretisch auch vorher noch 10 Minuten in dieser Soße kochen lassen, bevor man das Ganze püriert, aber ich hatte das einfach jetzt gleich schon püriert, das macht eigentlich keinen großen Unterschied, und dann wird diese ganze Soße jetzt zu diesem fertig gekochten Hähnchen in der Joghurtmarinade dazugegeben, alles gut vermischt und untergerührt, und dann wird das Ganze nochmal etwa 10 Minuten in dieser Soße köcheln gelassen. Damit haben wir jetzt Schritt 1 und Schritt 2 miteinander verschmolzen. Sobald die 10 Minuten dann um sind, ist das Gericht fertig, und jetzt bleibt uns nur noch der Koriander, also frischer Koriander, klein zu schneiden und über das Gericht zu streuen. Und wie wir sehen, haben wir hier jetzt diese Kokosmilch auch nochmal drüber gegeben. Das kann man am Ende zum Zwecke der Dekoration machen, wenn man 1/4 der Kokosmilch aufhebt. Und dann könnte man das Ganze nochmal ein wenig verrühren. Das sieht dann so lecker aus, Mashallah. Und der Duft ist einfach so zauberhaft. Der kommt unter anderem durch diese aromatischen Gewürze zustande, aber auch durch den Safran und die Kokosmilch. Die Gewürze sind aber nur dann so aromatisch und geschmacksintensiv, wenn sie eben selber gemahlen werden. Deswegen kann ich euch das nur empfehlen, die Gewürze immer selber zu mahlen. Das macht einen riesigen Unterschied für den köstlichen Geschmack, aber auch für das herrliche Aroma dieses Chicken Kormas. Abgesehen von diesem bezaubernden Duft ist eben der Geschmack ein ganz delikater von diesem leckeren Chicken Korma, weshalb dieses Gericht eben für festliche Anlässe geeignet ist, wo man es dann sowohl mit Reis, zum Beispiel mit Basmati-Reis oder mit Basmati-Pulao, also zum Beispiel Kichererbsen-Pulao, servieren könnte, als auch mit indischem Fladenbrot, wie das Roti zum Beispiel. Das Video dazu werde ich euch hier oben nochmal verlinken, oder aber auch mit Naan. Oder aber auch mit türkischem Fladenbrot. In jedem Fall werden die Gäste begeistert sein, wenn sie dieses leckere Korma serviert bekommen. Ich hatte meine Familie in Namibia damit verwöhnt, die normalerweise indische Gerichte nur von Restaurantbesuchen kennen und die von diesem herrlichen Korma überaus begeistert waren. Ich wünsche euch mit diesem Gericht dann ebenso viel Erfolg, gutes Gelingen, und wer dieses Gericht gesund halten möchte, sollte Biofleisch von artgerecht gehaltenen Tieren dazu verwenden und Naturjoghurt benutzen, der von Bio-Rohmilch hergestellt wurde. Wer diese 2 Punkte beachtet, könnte das Gericht sogar basenüberschüssig gestalten. Jetzt wünsche ich euch guten Appetit. Vergesst nicht Bismillah zu sagen, und wenn euch das Gericht gefallen hat, mir einen Daumen hoch zu geben, und dann sehen wir uns inshallah wieder das nächste Mal. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.